It's really beautiful here, Mickey. I think Lenny would have really loved it here. Yeah? Reminds me a lot of Tanglewood in the Berkshires. Es ist eine traumhafte Gegend und es bietet sich auch an, hier Musik zu machen. Sag, Michael, wie war das? Wie fühlt man sich, wenn man mit einem Genie in der Familie aufwächst? Ist das immer nur harmonisch oder eine große Freude? Oder gibt es da auch manchmal gewisse Spannungen? It was quite fun to grow up with an uncle like Leonard Bernstein. And family parties and hanging out in summer, playing tennis and everything. Yeah. On the other hand, it was always a challenge to live up to his high bar that he set for us. Yeah, especially for my father, I think, had more of an issue with that. Yeah. But for all of us, his kids, and my sister and I, had a motivation from him to grow up to be something spectacular. At the same time, this Schau, wie schön, das ist da herrlich. incredible light now. Wie ist der Alltag, wie ist das Zusammenleben mit so einem Genie, wie Lenny es war? It was completely fun and interesting, whether it was at his own apartment in New York City at the Dakota Building or his country house in Connecticut, or whether we were accompanying him on one of his tours as part of his entourage. There was always not just him being the exciting genius that he was, but all the people around him that he brought with him or had to his house were so interesting and crazy as him. Er ist ja sehr früh nach Wien gekommen und hat sich in dieser Stadt, glaube ich, von Anfang an sehr, sehr wohl gefühlt, weil diese Musikalität der Menschen, die Begeisterung, wenn Musik etwas Großartiges war, ihn fasziniert hat. Und es hat ein paar Musiker gegeben, wie die große Sängerin Christa Ludwig, die nächstes Jahr 90. Geburtstag feiert. Die war für ihn die Göttin sozusagen. Auf einer anderen Ebene, bei der Regie, war es Otto Schenk, den er sich immer wieder gewünscht hat. Es waren auch die Wiener Philharmoniker am Beginn, wie sie Mahler gespielt haben, sehr skeptisch. Scheißmusik. Einer hat Scheißmusik, du weißt, gerufen. Aber nach kurzer Zeit, nach ein paar Minuten, die Musiker haben gespürt, was da für eine Überzeugungskraft des Dirigenten ist, wie er in der Musik versunken ist und wie er das übertragen kann. Und gleichzeitig haben sie gespürt, dass sie viel von ihm lernen können. Und das hat eine Harmonie erzeugt, die sonst keiner geschafft hat. And I came across one video where he says, what does teaching have to do with music? And his answer is everything. Ja. What did I do? Nothing. You just tell me, so I can tell you. I don't want you to imitate. I know. I want you to understand why. Do the bar before. Look, do it with me. You have the stick. Look, bar, no hands. What did I do? Michael, was ist, wenn wir jetzt zum Wolkenturm rübergehen? Weil dort spielt die Musik, weil es ist eine unglaubliche Akustik. I really look forward to reading your book to find out more about what he was up to when he was not in America. Ja. Du weißt, zum 100. Geburtstag wird in der ganzen Welt viel passieren, auch hier in Grafeneck. Und das war die Idee dieses Buches, Magier der Musik habe ich das genannt, die Biografie über Lenny, die jetzt im Oktober erschienen ist. Und ich habe versucht, ein Bild zu zeichnen von ihm, nicht nur das musikalische Genie, sondern auch die private Seite. Und ich hoffe, dass das in diesem Buch rausgekommen ist. Ein schöner Schluss. Um ein Glasl? Um ein Glaserl. Hoffentlich kriegen wir jetzt vom Filmteam ein Glaserl Wein.